Und damit willkommen zu einer weiteren Achievement Hunting Folge. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Indie-Game Spark the Electric Chester von Lake Fabard, der auch in der Sonic Fangemeinde unter anderem für seine tollen Fangames wie Sonic Before und After the Sequel sowie Sonic Chrono Adventure bekannt ist. Denn dieses hat eine sehr ungewöhnliche Anzahl an Errungenschaften, die man freischalten kann. Um genau zu sein, 4. Klingt im ersten Moment nach wenig, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um einen 2D-Plattformer handelt. Aber der Eindruck täuscht, denn von diesen 4 Errungenschaften sind nur 2 sehr einfach zu holen und bei dem Rest muss man sich schon sehr anstrengen, um diese überhaupt zu bekommen. Und damit fangen wir doch mal direkt mit der ersten Errungenschaft Jobmaster an. Bei dieser müsst ihr nur die Story von Spark durchspielen und als Super Spark Freya mal ordentlich in den Arsch treten. Eine zusätzliche Bedingung gibt es dabei nicht, ihr müsst also nichts sammeln oder so. Ansonsten würde ich sie ja auch nicht als einfache Errungenschaft einstufen. Bei der zweiten Errungenschaft Sharp the Edge sieht es nicht anders aus, denn für die müsst ihr wie bei Spark nur die Story vom Fark durchspielen und Freya am Ende besiegen. Mehr nicht. Klar ist die Fark-Story noch etwas anspruchsvoller, aber im Grunde sind die beiden Errungenschaften echt einfach zu holen. Doch bei den anderen 2 Errungenschaften sieht die Sache ganz anders aus. Denn die nächste Errungenschaft, Painless, ist nicht wirklich so schmerzlos wie es klingt. Denn für diese müsst ihr den Modus Spark Challenge komplett durchspielen. Ich spiele dabei als Spark die komplette Fark-Story und habt es dabei mit den gleichen Hindernissen, den gleichen Wegen und natürlich auch den gleichen Bossen zu tun. Ja, die Schattengegner aus dem Farkwand müsst ihr ebenso besiegen. Und insbesondere die ab dem Geist werden euch jeden Nerv rauben. Das hat das Vieh zumindest bei mir definitiv geschafft. Ich habe dazu auch einen Run aufgenommen, der irgendwann noch in bester Form hochgeladen wird, aber ich kann euch sagen, dass dieser Modus die Hölle ist. Klar kann Spark im Gegensatz zu Fark seine Fähigkeiten nutzen und der Entwickler empfiehlt es ausdrücklich, den Vicious Mode zu aktivieren, damit man mitten im Run jede Fähigkeit nutzen kann, die man möchte, was hier wirklich nicht verkehrt ist. Ich möchte hier jetzt keine Empfehlung bezüglich der Fähigkeiten aussprechen, aber ich kann euch sagen, auf welche Fähigkeiten ich zumindest gesetzt habe. Hauptsächlich habe ich den Bat genutzt, weil ich damit den meisten Schaden ausgeteilt habe, und Gravity, um Hindernissen aus dem Weg zu gehen und ohne Schaden voranzukommen. Natürlich gibt es für manche Situationen Fähigkeiten, die besser geeignet sind, aber mit diesen beiden war ich die meiste Zeit unterwegs. Doch leider hat Spark einen ganz großen Nachteil, nämlich das Ausweichen von Attacken, denn das geht nur mit dem Dash und das Timing muss hierbei perfekt sein. Ansonsten nehmt ihr direkt Schaden. Macht daraus einfach keinen Speedrun, seid nicht zu offensiv und geht mit Bedacht vor, denn unnötig Schaden zu nehmen ist bei diesem Modi sehr tödlich, was ich auch selbst sehr oft zu spüren bekommen habe. Und sobald ihr Freya in seiner finalen Form besiegt habt, habt ihr die Errungenschaft erfolgreich freigeschaltet. Die letzte Errungenschaft, You Did It, markiert den Abschluss des Spiels, denn nachdem man die Spark Challenge bestanden hat, kommt jetzt die letzte schwierige Sache auf euch zu, denn man muss 10 Herausforderungen von Romalo meistern, um das Spiel komplett durchzuspielen. Und ich sage es euch schon mal vorweg, diese Herausforderungen haben es wirklich in sich. Es gibt einfache Aufgaben, aber auch welche, die euch schnell mal verzweifeln lassen. Ein paar Tipps kann ich euch trotzdem geben, damit ihr es etwas einfacher habt. Bei der ersten Aufgabe solltet ihr auf Gravity setzen, um euch einfach durch das Level bewegen zu können. Bei der zweiten Aufgabe solltet ihr viel mit der Dash-Aktion arbeiten, um so besser voranzukommen. Aber auch gut zu überlegen, wann es Sinn macht, da man ansonsten schnell mal einen unnötigen Sprung ausführt und dadurch erleidet man in dieser Mission ja Schaden. Bei der dritten Aufgabe ist Geduld und vorsichtiges Vorantasten gefragt und beim Boss ist mein Tipp, mit Gravity zu arbeiten, um so den Angriffen auch zu entgehen. Ich muss zugeben, die 4. Aufgabe mit Fark hat mir wirklich alle Nerven gekostet und ich empfehle euch hier wirklich eher da durchzuwaschen, weil alle Gegner zu besiegen ist komplett sinnfrei. Allein deswegen schon, weil ihr die Spezialleiste damit nicht auffüllen könnt und die Aufgabe endet dann, sobald ihr das Schiff verlassen habt. Die 5. Aufgabe ist auch eine reine Geduldsprobe und bei den Loopings habe ich auch etwas verzweifelt, aber am Ende fand ich einen Weg da durchzukommen. Ihr müsst mit Gravity in dem Looping den Weg herumfliegen, um so den Wechsel des Layers zu triggern. Klingt unglaublich, funktioniert aber. Oh, und das Wasser macht keinen Schaden, nur mal so am Rande. Zu der 6. Aufgabe kann ich euch keinen wirklichen Tipp geben. Ihr müsst einfach nur in Bewegung bleiben. Komme, was da wolle. Die 7. und 8. Aufgabe besagen, dass der Boden heiß ist und wenn ihr zu lange dort drauf steht, nehmt ihr Schaden. Das gilt allerdings nicht für die Wände und es gibt sogar einen Trick, wie man keinen Schaden bekommen kann, wenn man auf dem Boden läuft. Wenn man das Timing raus hat, dann kann man mit dem 3. Dash den eigentlichen Schaden abwehren. Aber das ist echt schwer. Bei der 7. Aufgabe im Carrier Valley ist diese Technik jedoch unverzichtbar, wenn ihr diese bestehen wollt. Bei den letzten 2 Aufgaben muss man die Mini-Romalos finden, die in einem vorgegebenen Levelbereich versteckt sind. Wenn ihr euch einem nähert, dann hört ihr einen entsprechenden Soundeffekt, der abhängig von der Distanz öfters zu hören ist. Einen Guide kann ich euch hier nur schwer zeigen, weil man dafür schon ein Uncut-Gameplay braucht, damit man auch jede Position genauestens nachvollziehen kann und ich will dieses Video hier nicht unnötig strecken. Ich würde euch dazu entsprechende Gameplays verlinken, wo ihr das Ganze nachschauen könnt. Und wenn die 10. Aufgabe abgeschlossen ist, wird die letzte Errungenschaft des Spiels freigeschaltet und damit sind wir mit allen Errungenschaften
Errungenschaften durch. Ich weiß, am Ende klingt es nicht wirklich nach viel, was man in dem Spiel machen muss. Allerdings stehen dem viele Stunden Spielzeit entgegen, die man dafür rein investieren muss. Geschätzt braucht man, wenn man wirklich gut ist, 9 bis 11 Stunden, um das Spiel komplett abzuschließen. Und damit wäre alles zu den Errungenschaften des Spiels gesagt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Errungenschaften haltet, ob ihr selbst schon diese freigeschaltet habt, beziehungsweise ob ihr noch vorhabt, euch daran zu versuchen, und welche der letzten beiden Errungenschaften findet ihr persönlich am schwierigsten. Auf eure Meinung bin ich da mal sehr gespannt. Von meiner Seite her wäre es das. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!